Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für leckere Spaghetti mit Paprika, Garnelen und einer leichten Tomatensauce. Dafür als erstes eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Dann habe ich hier 250 Gramm geschälte Garnelen in die heiße Pfanne geben und für 1 bis 2 Minuten ganz kurz bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten. Dabei ruhig schon mal mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Gemüse. Eine Zwiebel abziehen und in dünne Streifen schneiden. Außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und grob hacken. Und zum Schluss habe ich noch 2 große Paprikaschoten, gelb und rot, waschen, entkernen und in kleine Stücke bzw. Streifen schneiden. Wenn das erledigt ist, erneut einen Schuss Öl in die Pfanne geben, außerdem das vorbereitete Gemüse dazugeben und jetzt unter gelegentlichen Wenden für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten, das Gemüse ebenfalls schon mal mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Nebenbei können wir schon mal einen großen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser für die Spaghetti aufsetzen. Danach eine Dose gehackte Tomaten zu den Paprikastreifen geben. Außerdem kommen noch ein paar Gewürze dazu, 1 Teelöffel getrockneter Oregano und einen halben Teelöffel geräuchertes Paprikapulver. Tomaten und Gewürze unterrühren und die Soße jetzt bis zum Anrichten bei niedriger Hitze leicht köcheln lassen, dabei gelegentlich mal umrühren. Sobald das Nudelwasser kocht, die Spaghetti ins kochende Wasser geben, für ca. 7 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen. Und sobald die Pasta fertig ist, die Garnelen zurück in die Pfanne geben, außerdem alles nochmal mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken, gegebenenfalls eine Prise Zucker dazugeben, ein letztes Mal gut umrühren, die Garnelen jetzt in der heißen Soße kurz durchwärmen und dann die Nudeln über einem Nudelsieb abgießen, zurück in den Topf geben und anschließend direkt zur Soße geben, Spaghetti, Garnelen und Paprika kurz miteinander vermengen bzw. vermischen und danach können wir auch schon servieren. Die Garnelen-Paprika-Spaghetti auf Tellern verteilen. Für die Garnitur gebe ich noch ein Basilikumblättchen dazu und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.